Hi und herzlich willkommen zu meinem dritten YouTube-Video. Heute werden wir, wie im letzten Video angesprochen, das Hauptwerk erstellen. Dafür habe ich mir diese Skizze von Pinterest herausgesucht. Ihr wisst vielleicht, eigentlich wollte ich eine andere nehmen, habe mich jetzt aber letztendlich für diese entschieden, da die andere zu wenig Details, zu wenig Schattenspiele, zu wenig Farben drin hatte. Daher finde ich das Foto besonders gelungen. So, wir beginnen erstmal mit der Skizze, die ich bereits vorskizziert habe, da das Video sonst leider zu lang geworden wäre. Wie ihr seht, habe ich meinen Arbeitsbereich vorbereitet und aktiviere meine Aquarellfarben nun, indem ich sie mit Wasser besprühe. Danach nehme ich mein Knetradiergummi und radiere die Skizze weitgehend weg. Zum einen, damit die Skizze nicht durch die fertige Zeichnung scheint und zum anderen, damit das Graphit des Bleistifts sich nicht mit der Farbe vermischt. Wie ihr seht, habe ich angefangen, den Kopf des Pferdes mit einem hellen Braunton zu grundieren. Dafür habe ich den Braunton stark mit Wasser vermischt und nach dunklere Brauntöne und auch so Rostbrauntöne drüber gelegt. Durch die Nass- und Nass-Technik haben sich die Farben dann sehr gut verblendet und ich habe einfach weitergemacht, bis ich mit dem Endergebnis des Kopfes erstmal zufrieden war. In dem anfänglichen Prozess ist mir dann bewusst geworden, dass mir das alles irgendwie doch zu langsam geht, da die Aquarellfarben ja auch heller nachtrocknen. Also habe ich mich dazu entschieden, einfach die Farbe mit etwas mehr Pigment aufzutragen, was mir wesentlich besser gefallen hat und wodurch dann auch endlich etwas Kontrast entstehen konnte. Nachdem ich mich dann entschieden habe, dass ich erstmal mit dem Kopf fertig bin, habe ich mich dann an die Nüstern gemacht. Das war eine kleine Herausforderung, denn diese Schnauze des Pferdes ist ziemlich klein. Naja, zumindest auf meinem Papier. Aber ich muss sagen, ich finde, mir ist die Schnauze eigentlich ganz gut gelungen. Als ich dann mit den Nüstern und mit dem Maul fertig geworden bin und der Rest des Kopfes getrocknet ist von dem Pferd, war es mir doch noch etwas zu hell, weshalb ich dann mit dunkleren Farben nochmal drüber gegangen bin und nochmal explizit die dunklen Stellen betont habe, wie zum Beispiel die Partie um das Auge herum oder auch die Ohren. Und dann ging es ans Auge. Da hatte ich etwas Bedenken, aber es hat alles geklappt. Was für ein Glück! Mit dem Schwarz bin ich dann auch nochmal in die besonders dunklen Stellen gegangen, wie halt zum Beispiel das Innere des Ohres. Damit habe ich den Kopf fertiggestellt und gehe jetzt Körperteil für Körperteil weiter. Und das sieht auch immer wieder ähnlich aus, indem ich halt erst mit einem hellen Braunton grundiere, also die Fläche auch anfeuchte gleichzeitig und dann nach und nach mit dunkleren Tönen die schattigeren Stellen oder generell dunkleren Stellen des Pferdes darstelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Bein des Pferdes habe ich sowas von gestruggelt. Also, ich habe, da so viele Lichtpunkte, aber auch Schattenflecken und die Darstellung der Muskeln auf der Fotografie gesehen, dass es für mich irgendwie unfassbar schwierig war, das auch noch mit den Farben so darzustellen. Im Endeffekt ist es, wie ihr wahrscheinlich am Ende sehen werdet, ganz gut geworden. Aber deswegen habe ich auch zwischendrin aufgehört und einfach wieder am Hals weitergemacht, weil ich wusste nicht mehr weiter und dachte, ich lasse es erstmal trocknen und gucke dann gleich nochmal. Und das war auch ein guter Gedanke, denn ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal verbeißt man sich einfach so in gewisse, egal ob in Situationen oder jetzt hier beim Malen, man verbeißt sich in bestimmte Sachen und möchte es unbedingt hinbekommen, aber man macht es einfach nur noch schlimmer. Eigentlich wäre es einfach gut, ein bisschen Abstand zu bekommen und dann nochmal zu gucken und weiterzumachen. Das hilft einem oft und man bekommt es dann schneller gelöst, als wenn man die ganze Zeit da dran bleibt und nachher einfach nur noch frustriert ist und dann eine halbherzige Lösung gefunden hat. Deswegen bin ich einfach ganz froh, losgelassen zu haben, denn das hat mir wirklich weitergeholfen.
Hier seht ihr, dass ich etwas Farbe wieder vom Blatt wegnehme, da Pferde eine ziemlich ausgeprägte Brustmuskulatur haben. Und dadurch sieht man halt einfach ein starkes Licht-Schattenspiel in diesem Bereich. Aber eigentlich wollte ich damit jetzt nur ausdrücken, dass wenn man auch bereits Farbe aufgetragen hat aufs Blatt, ist noch nicht alles verloren. Wenn zum Beispiel eine Stelle heller sein sollte, man kann sie einfach mit einem trockenen oder sauberen Pinsel wieder etwas entfernen. Das geht natürlich auch, wenn die Farbe bereits getrocknet ist, allerdings dann nicht mehr so gut. Und es kann sein, je nachdem, wie viel man über das Papier reibt, dass auch das Papier davon Schaden nimmt. Deswegen muss man da immer etwas vorsichtiger sein. In diesem Video dürfte es tatsächlich das erste Mal sein, dass ich mit dieser Art von Technik arbeite, also mir Körperteil für Körperteil vornehme und das so weit ausarbeite, bis ich eigentlich schon so gut wie zufrieden bin. Natürlich kann ich immer noch mal wieder drüber gehen, das seht ihr auch in diesem Video, das mache ich ja öfter. Jedoch sieht man dann eher, wie das Endergebnis wirklich aussehen könnte. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte von mir nicht erwartet, dass ich so einen Pferdekopf mit Aquarellfarben hinbekommen würde. Und dieses Zwischenergebnis hat mich einfach wahnsinnig natürlich motiviert, weiterzumachen und dran zu bleiben und dieses Pferd auch fertig bekommen zu wollen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass ich diese Technik noch öfter anwenden werde. Wie ich euch bereits erzählt habe, ist diese Arbeit für einen Fernlehrgang und ich bin schon fleißig dabei zu überlegen, was ich als nächstes für ein Tier auswählen werde. Denn ihr wisst ja, ich muss nicht nur ein vierbeiniges Tier malen, was ich ja hiermit erledigt habe dann, sondern noch ein anderes und ich weiß noch nicht so recht, was ich da auswählen soll. Also wenn ihr da irgendwie Ideen habt, dann schreibt es mir gerne. Erst hatte ich die ganze Zeit eine Katze im Kopf, aber eine Katze finde ich irgendwie auch langweilig. Also das ist halt so das nächste Tier, was man ja auch so in seiner Umgebung irgendwie hat oder halt sowas wie ein Hund. Ich habe aber irgendwie vielleicht was anderes im Sinn. Also mein Gedanke war zum Beispiel, dass ich gerne vielleicht einen Elefanten malen würde oder halt etwas, was halt nicht so auf 4 Beinen aufgebaut ist. Vielleicht ein Papagei aber andererseits ist es wieder ziemlich herausfordernd, glaube ich, mit erstens der Federstruktur und den verschiedenen Farben. Naja, vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen. Was auf jeden Fall in naher Zukunft auf diesem Kanal erscheinen wird, ist zumindest
eine Kuh, möglicherweise mehrere und Schildkröten, denn da wurde eine kleine Bitte geäußert, der ich sehr gerne nachkommen möchte, was mich auch wirklich freut. Und dann freue ich mich darauf, das mit euch gemeinsam zu malen. Langsam werden wir fertig mit dem Pferdekörper. Das sieht man daran, dass ich immer dunklere Farben nutze und immer dunklere Schatten auch hinzufüge, um noch einen weiteren Kontrast zu erstellen. Und viel fehlt nicht mehr. Ihr seht nur noch das hintere Bein. Auch das ist natürlich sehr dunkel, weil es im Schatten liegt. Genau, das fange ich jetzt an. Und sobald das gemacht ist, kommt nur noch der Hintergrund. Und auf den habe ich mich auch besonders gefreut, denn ich wusste gar nicht so recht, wie will ich eigentlich vorgehen, wie mache ich das, wie stelle ich die Pflanzen im Hintergrund dar. Und ich muss sagen, Aquarell ist einfach ein wunderschönes Medium, mit dem man die Farben wunderschön verlaufen lassen kann und damit ganz tolle Effekte erzielen kann. Ich hoffe, euch gefällt das im Endeffekt genauso gut wie mir. So, jetzt geht es los mit dem Hintergrund. Dafür habe ich mir ein Blau mit ganz viel Wasser angemischt, sodass es sehr stark verdünnt ist. Und dann mit einem Zewa-Tuch einfach ein bisschen Farbe herausgenommen, um Wolken und auch verschiedene Farbübergänge zu schaffen. Viel mehr machen wir am Himmel auch gar nicht, denn sobald wir viel mehr Blau hineinbringen, sieht es oft unnatürlich aus oder zumindest würde es in diesem Bild einfach nicht gut aussehen. Den Boden habe ich einfach wieder mit einem sehr hellen Braun, Gelb, Orange grundiert und bin dann, wie auch beim Pferd, immer wieder etwas dunkler geworden. Ich habe versucht, mit diesem großen Pinsel so einen Graseffekt zu erzeugen. Das sieht man auf der Kamera nicht besonders gut. Es hat einigermaßen funktioniert, hat mich aber leider nicht zufriedengestellt, weshalb ich mich dazu entschieden habe, mit dem kleineren Pinsel Gräser hineinzuzeichnen und das auch in verschiedenen Brauntönen. Wichtig war nur, dass ich gerade die hinteren Beine nochmal eher in Grasbüscheln darstelle, weil die Hufe sich in dem Gras befinden und dadurch halt nicht zu sehen sind. Nun geht es an den Hintergrund, und zwar sind verschwommen im Hintergrund verschiedene Bäume, die ineinander verschwimmen, da auf der Fotografie auch einfach eine Hintergrundunschärfe zu sehen ist. Hier war mal wieder die Nass-in-Nass-Technik mein bester Freund, denn dadurch konnten die Farben sehr schön ineinander verlaufen. Und zu guter Letzt sind wir an der Mähne angekommen. Die konnte ich natürlich dann erst malen, nachdem der Hintergrund getrocknet ist, sonst wäre alles zwischendrin vermischt und verschwommen gewesen und das wollen wir ja nicht. Ich habe jetzt angefangen mit einem leichten Grauton und bin dann halt immer dunkler geworden, bis hin zu einem tiefen Schwarz, um die Mähne darzustellen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Die Mähne weht im Wind, während das Pferd dahin galoppiert. Fehlt nur noch ein wehender Schweif und an den habe ich mich dann auch herangetraut. Und ich kann euch sagen, ich bin einfach unfassbar glücklich und stolz, wie ich
dieses Pferd gemalt habe. Also ich hätte von mir selber nicht erwartet, dass ich dieses Pferd von den Proportionen her und von diesem Licht-Schatten-Spiel ja so gut hinbekomme. Also ich bin einfach happy. Zu guter Letzt darf der Baum im Vordergrund nicht fehlen. Das verleiht dem Bild einfach noch etwas mehr Dreidimensionalität, finde ich. Und es ist halt auf der Fotografie zu sehen. Meldet mir doch gerne einfach zurück, wie ihr dieses Video findet. Es ist ja wieder etwas anders als die ersten beiden Videos, die ich gemacht habe. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir vielleicht einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meinem Instagram vorbeischauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!